Biarritzrot heißt die Farbe. Es sieht fast aus wie ein Effektlack. Es sieht aus wie so ein Knallbonbon, was es drauf ist. Ist der absolute Hingucker hier. Es ist das Facelift des Iveco Daily 4x4. Es hat sich einiges getan. Man muss schon genau hingucken, aber es ist ein dezentes Facelift. Genauso wie beim Ducato 7 zum Ducato 8. Also Fiat will da nicht alle verprellen direkt. Aber es sieht sowieso schon gut aus. Ich denke, der letzte Iveco Daily, das sah schon gut aus. Und dann kam der neue Iveco Daily. Das war ein Hingucker. Aber jetzt noch mal ein kleines bisschen maskuliner, ein bisschen muskulöser. Wie würdest du sagen? Wie immer man Autos bezeichnet. Nein, was ich ganz gut finde, hier war noch ein Kunststoffelement, das ist jetzt weg. Kunststoff da vorne finde ich jetzt so besser im Blech. Sie haben Gott sei Dank die Metallstahlstoßfänger gelassen. Das heißt, wenn ich mal irgendwo gegenfahre, das ist Stahl. Da kann man auch mal einen kleineren Baumgebüsch wegdrücken. Diese Optik ist einfach dem 4x2 angepasst. Der 4x4 war noch relativ lang das alte Gesicht und jetzt ist eben dem 4x2. Jetzt ist es wieder einheitlich, 4x4 und 4x2. Können hier die Schäkel irgendwas? Die Schäkel können ordentlich was. Da kann ich ein Seil einhängen, da kann ich rückwärts jemanden rausziehen oder geborgen werden. Und wie wir ja ganz oft gezeigt haben, wenn da eine Winde ist, kann ich auch, wenn ich einen Flaschenzug mache, also mit der Umlenkrolle arbeite, wieder zurück einhängen. Das ist der neue. Wir werden gleich mal schauen. Innen drin hat sich einiges getan. Da hinten steht Carsten Pries. Er bewacht so ein bisschen das Fahrzeug, denn es ist eines der Highlights hier auf der Messe. Es ist ein Hammer-Grundriss, muss man sagen. Einer der meistverkauftesten Grundrisse, die ihr habt. Richtig. Wenn nicht der. Habe ich selber auch über mehrere Jahre gefahren, den Grundriss. Ja, das war der Hundegrundriss letztes Mal. War der Hundegrundriss, ja. Und ich mag ihn auch richtig gern nach wie vor. Ganz toller Grundriss. Ist ein unglaublich günstiges Fahrzeug. Das heißt, in der Serie liegen wir bei rund einer Viertelmillion. Insgesamt ausgebaut mit allem drum und dran. Ja. Für 4 Personen, würdest du sagen? 4 Personen optimal. 348.414 €. Wartezeit sind 3,5 Jahre. Damit sind wir dann schnell am Ende. Ja. Mit den Fragen, wie ist es verfügbar? Wenn man bestellt, wie lange braucht man dann, bis man, ich sag mal, so ein Fahrzeug geplant hat, so dass der Kunde sagt, ich unterschreibe jetzt. Gehen da auch noch mal 2 Monate ins Land? Je nachdem, manche Kunden kommen und sagen, ich habe mich schon vorbereitet und weiß genau, was ich will. Dann geht das relativ schnell. Wir haben aber auch Kunden, da zieht sich mal ein Jahr. So ist das. Ich sag mal, es gibt ja viel zu besprechen, wenn man das sieht. Ich habe eben so gesagt, Effektlack. Es ist wirklich ein ganz toller Lack, so ein bisschen Candy, oder? Ja, und wir haben auch ganz arg gekämpft, um die Riffelblechschürzen, die wir hier sehen, nachzulackieren. Dann hat unser Lackierer extra nochmal ein Probestück von dem Originallack abgeschliffen und geguckt, wie der aufgebaut ist. Aber ich glaube, er hat es inzwischen richtig gut hingekriegt. Ist das ein Effektlack? Weil ich habe das Gefühl, der verändert seine Farbe in der Sonne, oder? Ja, ganz schwer zum Nachlackieren, aber so von der Farbe her fantastisch. Mein eigener Eurocargo, den ich fahre, hat die gleiche Farbe. Ist eine tolle Farbe, weil die im Dunkeln komplett verschwindet, wird dunkel und tagsüber ist es einfach ein freundliches Rot. Ja, und da habt ihr natürlich Riesenprobleme gehabt, auch eine Folierung dazu passend zu finden. Deswegen habt ihr versucht, diesen Effekt nachzuempfinden auf der Folierung. Und das ist euch wirklich Farbverlauf eingebaut, ja. Wirklich toll. Also die Leute, viele waren schon da, haben gesagt, hey, das ist genau meine Farbe, damit der Lackierer auch wirklich Spaß hat. Wenn er es einmal gemacht hat, da sind verschiedene Schichten, die untereinander reflektieren. Oft ist da auch weiß als Deckschicht drunter. Ist das hier auch so? Ja, also so ein bisschen cremig-gelbliches. Also nicht richtig weiß, sondern so ein cremig-gelbliches unten drunter, ja. Also es ist ziemlich eklig. Ich glaube, auf der Meisterschule wird sowas dann gezeigt, wie sowas funktioniert, ja. Da ist es. Ihr seid Hersteller, das heißt später im Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief, da steht Bimobil drin. Richtig. Ja. Ist das ein Wohnmobil oder ist das ein Sonderkfz? Wohnmobil, ja. Wie schnell darf ich denn damit fahren? Ich bin über 3,5 Tonnen, aber unter 7,5 Tonnen, ja. In dem Fall 7,2 Tonnen, 180 PS. Das heißt, in Deutschland darf ich 100 fahren. In anderen Ländern natürlich andere Regeln. So, das ist ein Fahrzeug, da muss ich ein bisschen fahren können, denn es hat einen permanenten oder zuschaltbaren Allrad. Permanenter Allrad. Ich habe eine Untersetzung von 1:2. Ich habe wie beim Vorgängermodell die 8-Gang Heimatic, steht ja auch auf dem Schild draußen, und habe 3 Differentialsperren. Das ist also wirklich vollwertiges auch Geländefahren. 3 Stück auch in der Mitte. Auch in der Mitte. So.
Wir haben ein Video gemacht, da haben wir mal so einen Teststand gehabt, dass man auch alle 3 Sperren mal erklären kann. Ja. Weil das ist gar nicht so einfach, selbst für Profis, wenn man nicht so einen Teststand hat. Wie kommt man da raus? Und das übt man dann. Aber 3 Sperren, viele sagen, es langt ja schon permanenter Allradantrieb, Untersetzung, eine Luftpumpe und ein Heckdifferential. Da kommt man schon weit. Ich komme mit einer Hinterachssperre schon sehr weit. Das Mitteldifferential sperre ich immer als allererstes. Wenn ich bergauf fahre, die Vorderachse entlastet wird, würde sonst die Vorderachse durchdrehen. Ich komme nicht mehr weiter. Dafür nutzen wir die Mitteldifferentialsperre. Und alles dann, wenn es gröber ins Gelände geht, sperre ich die Achsen entsprechend zu. Wenn man vorne sperrt, kann man noch lenken? Man kann schon noch lenken, aber man fährt nur geradeaus. Man fährt nur geradeaus. Ja, das lernt man alles bei Bimobil. Ihr habt Fahrradtrainings, die kann man nicht kostenlos buchen, aber man kann sich bewerben, denn die sind regelmäßig ausverkauft bei euch. Ja, wir haben natürlich eine Teilnehmerlimit, weil wir wollen ja ein effektives und effizientes Training anbieten. Und wenn zu viele Fahrzeuge auf zu wenig Trainer kommt, dann passt das nicht mehr. Das heißt, wir haben irgendwo ein Limit bei. Das Größte, was wir gemacht haben, waren 20 Fahrzeuge, 5 Trainer. Aber irgendwann ist auch ein Offroad-Gelände so voll, dass man nicht mehr sinnvoll dann trainieren kann. Ja, Iveco hat sich nicht scheuen lassen, eine Effektbeleuchtung auch unterm Fahrzeug anzubringen. Das kenne ich, muss ich dazu sagen, vom Lidl-Parkplatz bei uns um die Ecke. Da wird das gemacht. Nee, das ist für die Messe, oder? Das ist selbstverständlich für die Messe, ja. Okay. Ich habe gedacht, die hätte das eingeführt, so Unterflur. Unterflurbeleuchtung im Gelände schon auch Sinn machen würde. Das wäre schon geil. Du sitzt irgendwo, du wirst dann kaum gesehen, weil es nach unten abstrahlt. Ja, denk mal drüber nach. Ja, es ist Wobei so eine Rangierbeleuchtung, die tatsächlich nur nach unten wegleuchtet, das haben wir schon realisiert. Das ist eine tolle Sache. So, kommt mal her. Ich mache mal kurz die Seite, denn das ist ein richtiger Hingucker. Hier siehst du auch mal so das ganze Haus. Das ist ja eine Schrankwand auf Rädern, muss man sagen, also von der Seite zumindest mal. Ihr habt sehr praktische Maße. Wir reden jetzt nicht von aerodynamischem Design, das habt ihr vorne durch ein Dreieck gelöst, sondern es ist wirklich dem Raum geschuldet. Je weniger Schnickschnack du hast, desto schöner kannst du bauen, oder? Genau, so ist es. Und wir wollen ja praktisch sein. Das heißt, ich will die Hängestaugkästen bis in die letzte Ecke befüllen können und nicht irgendwo durch pseudoaerodynamische Elemente irgendwo den Nutzen reduzieren. Und wenn ich wirklich mit dem Reisemobil in den Windkanal gehe und den optimiere, schaut das Fahrzeug ganz, ganz anders aus. Du weißt, ich komme aus der Luftfahrt, ich habe auch 2 Semester Aerodynamik gelernt. Ich bin 10 Jahre geflogen, komme aus dem Flugversuch. Also wie es aerodynamisch aussehen müsste, weiß ich. Und ich weiß aber auch, wenn man bei so einem Fahrzeug in dieser Größe mit der Stirnfläche, mit der projizierten, etwas langsamer fährt, nachdem die Geschwindigkeit leider in der Widerstandsformel zum Quadrat eingeht, bin ich mit etwas langsamer fahren, hole ich mir den Treibstoffverbrauch, den Mehrtreibstoffverbrauch von der Geometrie locker wieder ein. Das heißt, ein bisschen ruhiger, dann bin ich mit Treibstoffverbrauch absolut im grünen Bereich, im Limit. Und ich habe halt einfach das viel, viel praktischere Fahrzeug. So, und die Leute trauen sich gar nicht vorbeizulaufen, weil wirklich, darf ich dir was sagen, großes Kompliment. Weißt du, die Leute kommen ja immer wieder, oh, es ändert sich nichts bei Bimobil. Aber ganz ehrlich, ich habe hier so konservative Fahrzeuge gesehen, ja, von anderen Herstellern. Ja. Die haben weißes GFK außen, ohne Aufkleber, mit allem drum und dran. Also dagegen seid ihr ja quasi schon hier Disco, ja, wenn ich das jetzt sehe. Und ihr habt es hinbekommen, wirklich totschicke Fahrzeuge. Hast du gesehen, die Leute kriegen leuchtende Augen, wenn sie vor den Autos stehen. Hast du bemerkt? Ja, klar. Ja, es ist so. Also wer da kommt und sagt, Bimobil ist konservativ, klar kriege ich den auch in Silber. Aber das hier ist ja jetzt mit relativ überschaubarem Aufwand richtig schön geworden, oder? Du kriegst ihn sogar in weiß. Ich habe doch so eine tolle Anmod jetzt gemacht. Ist doch. Nein. Also wir sind ja flexibel. Ja. Du kommst in weiß und in Silber. Und beim Dekor kann man sich wirklich austoben. Wir haben einen sehr guten Folierer, der auch schöne Vorschläge machen kann. Und da kann ich mich natürlich austoben, wie ich es möchte. So, da kann man drin schlafen. Da waren deine Hunde drin mal, oder? Da waren meine Hunde drin, ja. Das würde auch gehen, wenn jemand Hunde hat, kannst du Hundegaragen bauen, man muss sich nur ansprechen. Richtig. Dann, das hier ist ganz interessant, das ist die Bimobil-Edition von Famous Water. Da wird Trinkwasser gemacht. Richtig, das ist ein Keramikfilter mit 0,2 Mikron Porengröße. Das heißt, der filtert alles raus, was dich anschauen könnte, außer einer Virenart, die dem Menschen aber nichts macht. Das ist auch alles Schlamm, Sand, sonst irgendwas wird rausgefiltert. Und dahinter geschaltet ist nochmal ein Aktivkohlefilter, der nochmal ein bisschen Chemie rausnimmt und den Geschmack deutlich verbessert. Und in unserem eigenen Fahrzeug trinken wir das Wasser. Das heißt, wir halten einfach nur einen Becher unter den Wasserhahn
ist hervorragend. Kein Plastik mehr, was man hin und her schleppen muss und ganz, ganz tolle Lösung. Das Coole ist, dass du nachts jetzt leuchtest, Wieso? weil du das Wasser trinkst. Ist ja so, viele Leute, du kannst ja filtern, bis der Arzt kommt und viele Leute trinken es aber nicht, oder? Ja. Das ist so. Also ich sag mal so, die Problematik dabei ist einfach, das ist so eine Glaubenssache, ja. Solange es die Leute nicht sehen können, ihr habt es aber eingeschickt in die Labore. Ja. Der Hersteller hat es eingeschickt, ja. Da ist wirklich genau das, was du jetzt beschrieben hast. Und die Leute trinken es aber nicht. Aber die Bimobil-Leute trinken das aus dem zweiten Hahn, oder? Ja, Das klar. geht. Natürlich. Absolut. Ja. Also wir haben auch schon Wasser aus dem See gefiltert, doppelt gefiltert mit Befüllungsfilter und dann noch mal zweite Mal gefiltert. Es gibt hervorragendes Trinkwasser, ganz klar. Die Fenster machst du selber? Nein, das sind KCT-Fenster. Das ist ein Partner von uns, den wir schon seit vielen Jahren haben. Und ich halte es für hervorragende Fenster. Ja, es gibt Leute, die sagen, KCT baut die besten Fenster auf dem Markt. Also das hörst du immer wieder. Falls ihr mich mal hört, KCT-Leute. Durchaus meine Aussage, ja. Ja, ist wirklich so. Sie machen auch Dachfenster, sie sind einbruchssicher, sie sind extrem, wenn du mal gerade die 4 Punkte aufzählst. Also das ist thermisch und akustisch hervorragend isoliert, ist einbruchsicher. Ich schaue durch ein Echtglas und nicht durch leicht verzerrtes Kunststoff. Ist von der Haptik einfach hervorragend. Einhebelbedienung, ein richtig gutes Mückengitter, was auch kein Viechzeug durchlässt, sauber an der Bürste geführt ist. Also das sind einfach richtig Fenster, die ich zu Hause nicht mal habe. Also das ist ein Stück deutsche Kunst, so will ich es mal sagen, im Bereich Reisemobile. Denn das ist etwas, was man kaufen kann von der Stange. Man muss sich da nicht mit irgendwelchen Fachleuten abgeben. Ihr habt für alle nur erdenklichen Kundengruppen Leute, die mit denen kompatibel sind. Das ist vom wirklich Camper. Ihr baut, ich sag mal, heckangetriebene, frontangetriebene Fahrzeuge, die auf dem Campingplatz fahren. Ihr seid sehr nahbar. Also ihr seid quasi die nahbarsten Offroader, die ich kenne. Also ich meine, man muss ja beides bedienen. Wir sind hier auf einer Konsumermesse, jetzt sind wir mal ehrlich. Ja. Du fährst ja mit den härtesten Offroad-Reisemobilen an. Trotzdem kaufen immer mehr, die eigentlich Weißware gekauft hätten, statt einem, ich sag mal, Hymer MLT, der, ich sag mal, so ähnlich aussieht, sage ich jetzt mal, halt ein Bimobil. Ja, und fahren damit dann 20 Jahre und wundern sich, dass sie nach 20 Jahren noch ein Höllengeld für kriegen, wenn sie verkaufen, oder? Ja, oh ja, die Gebrauchtwagenpreise sind momentan absolut durch die Decke gegangen. Ja. Also jetzt sage ich mal ein Bimobil 2002, ich glaube, wenn es welche gäbe, du würdest alle kaufen, oder? Ich würde zurückkaufen, selbstverständlich. So ist das. Was ist das älteste Bimobil, was ihr am Hof habt? Baujahr 82, unser Oldtimer. Ja, achso, der Peugeot. 504 mit dem Husky drauf, ja. Und danach einer? Daily in Alten, habt ihr sowas noch? Also als Gebrauchtfahrzeuge, Gebrauchthandel machen wir ja eigentlich nicht. Ja. Da sind wir tatsächlich mit Neufahrzeugen unterwegs. Das ist so, es gibt nämlich keine. Ja. Die Nachfrage ist groß. Ich nehme an, ihr habt eine große Liste von Leuten, die euch schon anfragen und fragen, habt ihr noch einen da? Es kommen immer mal wieder welche rein, aber wahrscheinlich habt ihr genauso viele Leute, die schon da wirklich ewig drauf warten. Ja, also wenn wir einen abverkaufen, dann ist der auch immer sofort weg. Werden die vererbt? Ja. So, das ist ein Stauraum, der ist wirklich ordentlich. Ich zeige es mal gerade. Also hier kannst du komplett einmal durchladen, das ist auch eine ganz wichtige Funktion. Aber er ist auch groß genug, er ist hoch genug, das ist ja auch ein Problem, oder? Gerade hier unter der Sitzgruppe, da kriege ich halt auch wirklich mal eine größere Alubox oder Kunststoffbox rein. Alles ist komplett beheizt, durchlüftet. Staunässe ist der Vergangenheit, das heißt also alles hinterlüftet. Das sowieso, ich will es nur noch mal kurz erwähnen. Das Heizsystem auch in der Kombi? Da ist jetzt serienmäßig auch die Troma Kombi Gas drin. Ja. Und hier kann man eben auch variieren, je nachdem, was ich vorhabe mit dem Fahrzeug. Wir können ein redundantes Heizsystem einbauen, wir können das Heizsystem Gas und Diesel trennen, mit der Dieselheizung und der Gastherme. Also hier haben wir alle Möglichkeiten, auch auf den Kunden einzugehen und aufs Reiseziel einzugehen. Ja, es wird immer, ich sag mal, größer wird das Thema Solar und Lithium. Da habt ihr Lösungen. Ihr habt vorher immer gesagt, naja, Bleigel kannst du über reparieren und so weiter, aber damit kommst du heute nicht mehr weiter. Die Leute, was habt ihr für, ich sag mal, entsprechende Systeme, die auch so Rüttelpisten eurer Erfahrung nach überstehen? Ja? Gibt es Lithium da? Ja, selbstverständlich. Aktuell ist unser Partner Büttner, der inzwischen auch zur Dometic gehört. Aber die Batterien haben wir auch schon seit irgendwo 17, 18 drin, die Lithium-Batterien. Die sind gut getestet von uns und die funktionieren. Die funktionieren. Also das, was du ja testest ab Werk, das macht Sinn. Ich zeige es mal gerade. Also 348.000 €, wir gehen mal rein. Hast du schon mal reingeguckt? Ja, seid schon drin. Vor dem Lieblingsfenster. Wenn du schlafen würdest, wo?
Oben im Alkoven. Im Alkoven, im Elternbett natürlich, ja, obwohl du ja hinten ins Kinderbett könntest. Es ist ein echtes 4-Personen-Fahrzeug, vielleicht testen wir erstmal die hinteren Betten. Ja. Die gehen wir kurz hoch, denn es ist wirklich ein Traum für viele Familien, die sagen, sie möchten keinen Actros, Arocs oder ein ganz großes Fahrzeug, Stefan, sondern die sagen, sie möchten ein kompaktes Fahrzeug haben, was, ich sag mal, auch mit dem C1E noch zu fahren ist. Das ist, glaube ich, auch ein Wunsch, oder? Also C1E ist alte Dreierführerschein, ist nach wie vor ein großes Thema. Ich meine, es gibt immer mehr junge Leute, die sowieso einen Führerschein machen müssen, weil sie nur 3,5 Tonnen fahren dürfen. Das heißt, dann ist das irgendwann gar nicht mehr so wichtig, weil ob ich jetzt ein C1E oder ein C mache, beziehungsweise CE spielt kaum eine Rolle im Aufwand und in den Kosten. Aber die Regel gilt natürlich immer so klein wie möglich, so groß wie nötig. Und hier haben wir halt wirklich ein kompaktes Fahrzeug auf Transporterbasis mit guten, wirklich hervorragenden Allrad- und Offroad-Eigenschaften. Trotzdem bin ich noch irgendwo reisemobil, auch vom Erscheinungsbild reisemobil. Ich habe ein perfektes Fahrzeug für Personen, 2 Betten für Kinder hinten drin. Wir hatten damals bei unserem Modell, was wir selber lange gefahren haben, hinten ein Bett für die eine Tochter und eine große Hundebox statt dem zweiten Bett für die Hunde. Aber ist das hier das Auto von Dennis, der Grundriss? Das ist der Grundriss von Dennis, ja. Den habe ich gefilmt, der wird gesendet die Woche noch. Richtig, ja. Das ist der hat bloß hier hat er die Fahrräder an der Stelle, oder? Richtig, der hat an der Stelle einfach nochmal länger. Oben hat er nochmal ein Gästebett. Der hat auch einen längeren Radstand. Das Ganze ist etwas länger. Und hier hat er einfach seine Fahrräder drinnen, die ja mit zu seiner Ausrüstung und zu seinem Abenteuerleben gehören. Ich habe gerade eben reingeschaut, weil der Dennis hat so gegrinst. Ja. Es war nämlich so heiß, weißt du noch, Abenteuer-Allrad. Und er hatte eine Klimaanlage drin. Da habe ich gesagt, Dennis, du hast eine Klimaanlage drin. Da sagt er, ich werde auch älter, hat er gesagt. Nee, er hat das Fahrzeug getauscht, er hat vorher ein Bimobil gehabt. Die Anforderungen haben sich geändert bei ihm. Er hat einen EX412 gehabt, Anforderungen haben sich geändert, da hat er die Fahrräder noch hinten drin gehabt in der Box. Aber auch er hat einfach auch durch Pandemie und so weiter, hat sich einfach sein Szenario noch mal ein bisschen geändert. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, jetzt machen wir einfach noch mal eine Variation, gehen noch mal eins größer. Und ich denke, jetzt ist so, wie er unterwegs ist, wirklich eine perfekte Lösung. Ja, Stockbetten. Komm ruhig mal rein, Carsten, denn du bist jetzt fällig. Ich habe nämlich mal einen Test. Du bist mit Abstand die schwerste Person hier im Raum. Und wenn du mal gerade hochgehst auf das obere, na gut, wir sind ja hier alle hier Offroad und so weiter, die sind geeignet für Erwachsene. Das heißt also von der Stabilität her ist das kein Problem. Die Länge, was können die Betten? Und wir haben hier knapp 2 Meter. Darfst du einmal zeigen, also dass wir das mal sehen, weil ich sag mal so, diese ganzen Stockbetten, diese Bankbeds sind ja verschrien als Notlösungen für Kinder und so. Das ist hier gar nicht so. Das sind Erwachsenenbetten, oder? Das sind Erwachsenenbetten. Gleiche Matratze, gleiches Bettfedersystem unten drunter. Also ist ganz, ganz normal. So, jetzt einmal hinlegen bitte. Genau, leg's mal hin. Du bist wie groß bist du? 1,78. 1,78. So, und das geht. Und du hast sogar noch viel mehr Platz, muss man sagen. Also nach hinten. Das ist so. Du hast ein eigenes kleines Fensterchen, du hast ein Fliegengitter mit drin, du kannst zumachen, das finde ich auch ganz wichtig. Was das krass ist, du hast sogar einen persönlichen kleinen Schrank mit drin. Das finde ich total genial. Ganz wichtig. Ja. Steckdosen? Steckdosen hier vorne, 12 und 230 Volt. Ja. Boah, der gefällt mir so gut. Und dann kannst du, wenn ich dich loswerden will, wie in der First Class, kannst du einfach zuziehen. So nach dem Motto, jetzt hast du ein bisschen Privacy da, denn alle liegen ja hier zusammen. Vielen Dank erstmal, Carsten. Ich beobachte mal gerade, wie du aussteigst, denn das ist sehr spannend. Ihr habt nämlich da unten eine Trittstufe. Und die ist aus der Erfahrung raus, also barrierefrei oben würde nicht gehen. Du musst aber auch erstmal reinkommen in das Fahrzeug. Wir können die Trittstufe auch ein bisschen ändern, dass man die also Klapptrittstufe macht. Ja. Geht weiter hoch für kleinere Kinder. Geht auch. Ja. Rausfahrschutz auch kein Problem, oder? Geht auch. Kein Thema. Kein Thema. Dann Heckbad. Das ist irre. Also ihr habt wirklich eins der schönsten Bäder und größten Bäder realisiert in einem Auto. Und das geht noch länger, sagst der Radstand. Geht noch mal ein Radstand mehr, wenn man braucht. Aber ich würde halt wegen den Geländefahreigenschaften den 378er Radstand bevorzugen. Bloß wenn ich Länge brauche, dass meine ganze Ausrüstung reingeht, kann man sich auch über einen anderen Radstand unterhalten. Von was ist da die Rede? Länge 3 cm? Was haben wir insgesamt? Einen 490er Aufbau beim Dennis gemacht. Ja. Der hatte den längeren Radstand. Und da sind wir bei einer Gesamtlänge von ungefähr 1 Meter länger als Original, 7,70 Meter, 67 etwa. Und der hier hat 7 Meter ungefähr. 6,70. 6,70.
Krass, dafür ist er groß. Also wenn du einen fetten Kleiderschrank hast, der auch wichtig ist, wenn du auf Fernreisen gehst, kannst du ja gar nicht Kleiderschränke genug haben. Zumal du hier auch Sachen reinstellen kannst hier unten. Du kannst auch mal einen Koffer rein, einen Fotokoffer. Richtig. Ja. Den willst du ja vielleicht nicht rausmachen. So. Was ist das für ein Gerät? Da oben? Das ist der Solarregler. Der Solarregler. Wo ist denn die Bayernluft? Ist es optional oder hast du schon Das ist optional, ist hier nicht drin. Wir haben hier den Weil wir, Dachlüfter, den Maxman. genau. der Maxman drin? Ja. Bayernluft? Ja, die Bayernluft ist geil. Das ist bayerisch gefilterte Luft. nein, das ist eine Sache, die habe ich entdeckt. Dann habe ich das gezeigt und ich habe jetzt ganz viele Kunden, die aufgrund eines Bimobil-Videos in ein Nicht-Bimobil Bayernluft eingebaut haben. Eigentlich hätten wir es gar nicht zeigen dürfen, weißt du das? Ist so. Aber der Mann hat es verdient, der denn das? Die sind echt gut. Ja. Ja. Das ist ein Belüftungssystem. Da wird Frischluft von außen durch 2 kleine Lüfter zugeführt, geht gefiltert rein und läuft dann in einem passiven Wärmetauscher an der Luft, die von innen nach außen gezogen wird, vorbei, wird angewärmt, an die Innenluft angeglichen und wir ziehen dann quasi mit dem Lüfter die verbrauchte Innenluft nach außen, nimmt die Feuchtigkeit mit raus und du hast eine Zwangsbelüftung. Wenn wir KCT-Fenster rundherum machen und Dachlüfter oder Dachhauben-KCT, ist die Kabine so dicht, dass keine Frischluft mehr reinkommen würde. Dann haben wir die aktive Belüftung über einen Wärmetauscher und Lufttrockner. Ja. Und das ist ein hervorragendes Raumklima. Also das heißt, es ist eigentlich nur so ein Spitzname Bayernluft, weil Nein, heißt das Bayernluft. heißt so. Okay. Das heißt Bayernluft. Das kommt aus Bayern. Ich habe selber eine zu Hause. Das Coole ist, da ist ein Mikroprozessor drin. Und eigentlich war das Ding gedacht, schätz mal, wo es zuerst eingesetzt wurde. Kommst du drauf? In welchem Fahrzeug meinst du jetzt? Nee, oder was? überhaupt kein Fahrzeug. Nein, es ist gedacht für einen Keller. Du kennst doch diese Wegen der Entfeuchtung. ja, genau, da sind ne? Bäder drin. So, und dann waren die immer schimmelig. Ja. Und die Mieter haben nie gelüftet. So, und dann kannst du das Ding einbauen und kannst es auf Mietermodus stellen. Das ist Genau. ziemlich cool. Ja. Und dann kannst du es nicht mehr ändern und dann wird es automatisch entlüftet. Und das tropft im Winter, sind Eiszapfen dran, so viel Feuchtigkeit zieht das raus. Im Sommer führt es Feuchtigkeit zu. Das ist richtig cool. Das ist ein richtig, richtig tolles Raumklima. Wir hatten 2 große Hunde mit nassem Fell plus die nassen Klamotten in Russland bei 2, 3 Grad Außentemperatur. So ein ganz fieser Nieselregen und wir waren alle nass hier drinnen. Also die ungünstigsten Bedingungen ja. hatte ich 40% Luftfeuchtigkeit hier drin. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, hier ist wieder das Loch. Ich zeig's mal. Das ist das Loch, glaube ich, warum alle stehen bleiben. Oft Gerade eben ist was Witziges passiert, da hat einer gesagt, ja, die Betten passen uns nicht, dann nehmen wir halt die Klappe mit, die gefällt uns so gut. Hat er gesagt? Ja. Ist ja ungewöhnlich, dass du hier die Klappe hast. Du kannst einfach aufmachen. Ich habe sowas noch nie gesehen, weil der Standarddeutsche würde jetzt sagen, ist viel zu gefährlich, oder? Nein, eigentlich nein. Kann auch rausstürzen. Überleg mal, du hast einen Wein getrunken. Ja, wir hatten auch mal einen Mitarbeiter, dem ist das passiert. Okay. Der hat das getestet. Er ist mit Kunden mitgefahren und das war tatsächlich ein Schluck zu viel und es gab einen gebrochenen Arm. Nein, also ich kenne keine Probleme, dass die Leute da rausfallen und man könnte, wenn es wirklich ist, nochmal einen Gurt hinspannen von vorne. Kannst ja, wenn Kinder da sind, dann Haben wir auch kann er schon was gemacht, dass überlegen. man dann mal ein Fangnetz auf halber Höhe macht, dass nichts passiert. Weil hier ist schon, also das ist schon tödlich. Also je nachdem, wo du zuerst auftrittst, schmerzhaft, okay. So, grün ist es, also toller Grundriss, muss ich erstmal sagen. Du hast also ein richtig großes Reisemobil auf 6 Meter und Gesamtlänge. 70 Gesamtlänge. 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 Jetzt überleg mal, die verkaufen 640er Kastenwagen als klein. Ja. Nein, Hier das auf der ist- Messe. Das ist kompakt, unglaublich viel Wohnraum, Zwischenboden, wo du unglaublich viel Gepäck unterbringst, tolle Betten und so weiter. Also wir haben uns hier immer sauwohl gefühlt. Es war echt Platz. Also Wie du das- weißt, fahren wir jetzt einen LKW, den großen, aber vom Wohnvolumen waren wir hier mit dem mindestens so gut, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Darf ich dir was verraten? Der Stefan hat erst vor kurzem den LKW-Führerschein gemacht. Ja, nämlich letztes Jahr auf der Messe, glaube ich, war der gerade fertig, oder? Richtig. War so. So, und der durfte ihn vorher gar nicht fahren. Aber es war so. Er selbst als Fahrzeughersteller, ja, hat dann irgendwann mal gesagt, ey, wir nehmen den Großen. Was sind denn jetzt seine Erfahrungen mit dem Großen? Ist das besser? Anders. Nicht besser, anders. Ja. In manchen Situationen ist das große Fahrzeug besser, bei anderen Situationen bist du mit dem kleinen besser. Es ist anders. Wir sind 13 Jahre Pickup gefahren, das ist wirklich klein, hat super Spaß gemacht. Dann sind wir jetzt von 2014 bis bis letztes Jahr bis 2021 Iveco Daily Allrad gefahren, einmal ein 340er Radstand, dann einmal ein 380er Radstand.
Und jetzt fahren wir seit Herbst letzten Jahres ein 15 Tonnen Iveco Euro Cargo Allrad. Toll, den werden wir uns anschauen. Steht der hier auf der Messe? Steht hier auf dem P1. Auf dem P1. Also Toll. was ich noch sagen wollte, also ich finde auch, man merkt nicht, dass es nur 6 Meter oder knapp, also ein bisschen mehr als 6 Meter sind. Man hat so viel Platz, 4 Leute haben hier Platz, der Gang ist groß genug, also weiß nicht, warum man da jetzt mehr Länge bräuchte. Du hast natürlich dieses Raumgefühl, dadurch, dass du das Schlafen nach vorn übers Fahrerhaus auslagerst, mehr oder weniger. Ja. Ne? Dann hast du diesen gesamten Raum hinten zum Wohnen zur Verfügung. Das ist top. Und da hast du eben auf der relativ kurzen Grundfläche eben mehr Möglichkeiten. Genau, so ist es, ja. Also geht es ja immer noch größer. Ja. Was war das größte Fahrzeug? Steht hier gerade, glaube ich, von euch, oder? Der EX600, das ist das größte Serienfahrzeug. Also nicht das größte Fahrzeug, was Bimobil jemals gebaut hat, aber das größte Serienfahrzeug, was wir haben. Was hat der? Eine Länge? Liegt bei Mit Reserverad, wenn es hinten dran ist, sind wir so bei knapp 9 Meter. Und das ist groß. Wobei man sagen muss, die sind immer noch vollständig geländegängig. Das ist ja auch das große Thema. geländegängig, super komfortabel zu fahren und mit einer 6 Meter Wohnkabine auch echt komfortabel zum Wohnen. So, machen's kurz. Hier haben wir ja das Wasserfiltersystem, obligatorisch natürlich, das Gewürzregal bei Bimobil, die KCT-Hartglasfenster und unser Model Carsten öffnet gerade ein Mülltrennsystem von der Firma Hilo. Ganz besonders beliebt sind die Schubladen von Bimobil, die handgefertigt sind in Schreinerqualität. Und dann gibt es auch ein Besteckfach, auch das bitte nochmal öffnen, ist von kleinen Schreinerhänden gefertigt werden in deutscher Qualität. Habt ihr da jetzt Silber drauf? War das schon immer Silber, oder? Nein, das ist tatsächlich neu. Das war vorher gestanzt mit kleinen Löchern drin. Nochmal, ihr habt Designelemente neu entwickelt. Ja, tatsächlich. Wir haben uns mal zwangsweise hier was anderes einfallen lassen müssen, weil das, was wir vorher hatten, nicht mehr geliefert wird. Also deswegen, jetzt ist es einfach geschlossen, vorher war es eben gestanzt. Dann sagt das ja gleich, das andere war nicht lieferbar, deswegen waren wir gezwungen, was anderes zu machen. Ja. Wir waren jetzt innovativ. So, dann gibt es diese Arbeitsplatte aus dem hervorragenden Material. Korean. Oh, Korean, echt? Ja. Das ist ganz schön teuer. Ja, das ganze Auto ist relativ teuer. Nein, wir verwenden einfach gute und praktische Materialien. Langlebige Materialien. Ist Korean, da darf ich da so, wenn der Topf heiß ist, drauf machen? Geht. Ja, zu heiß nicht, aber weil so das Material dann weich wird. Okay, du kannst verstehe. es auch biegen, wenn es warm ist. Okay. Du kannst mal was drauf schneiden. Und wenn du einen Kratzer hast, du kannst es auch wirklich wieder auspolieren. Das ist also ein ganz, ganz tolles Material. Also wir wollen ja Grundriss zeigen, da oben ist der Max-Fan. Ich kriege jetzt, glaube ich, nur noch Max-Fan. Das ist irgendwie, seitdem ich den ersten hatte, bin ich irgendwie schockverliebt. So ist das. Zeig mal gerade nochmal die Sitzgruppe. Auch die ist zum Bett veränderbar. Ja, steh mal bitte auf. Wie immer. Wie immer, du hast 2 Einzelsitzplätze hier. Guten Tag. Ihr wollt bestimmt mal rein irgendwann, oder? Ja, irgendwann, ja. Wir sind gleich fertig, so in ungefähr 5 Minuten, denn meine Kamera ist gerade heiß geworden. Zeigen wir gerade mal, also Tisch ist absenkbar, man kann die hier auf diese Führungen ablegen. Genau. Damit ist es eine absolut stabile Sache. Ich bin nicht davon abhängig, ob der Sockel entsprechend stabil ist. Ich belaste auch den Sockel nicht, liegt einfach auf den Leisten auf. Und Was habe ich hier für eine Länge? 1,92. Ja. Oh ja, doch. Okay. So, komm schnell raus, die anderen wollen rein. Vielleicht noch ein letzter Blick auf dieses tolle KCT-Hartglasfenster, das man übrigens benutzen kann. Dennis hat mir erzählt, er kann damit die Sterne sehen. Ja, das ist hervorragend. Und es ist ein ganz toller Fotoplatz, weil du kannst vom Bett aus, brauchst du nicht zu krabbeln, du kommst direkt raus. Du machst die Dachluke auf, setzt dich oben drauf und kannst super fotografieren, beobachten. Kaffee trinken. Dach ist Kaffee begehbar, trinken. offiziell. Dach ist begehbar. Also da sieht man auch mal wieder, wie nah Bimobil irgendwie so an der Natur dran sein will. Mit dem Fenster, mit sowas. Also man lebt da, wo man ist und nicht nur hier drin zugemacht und will nichts hören und sehen. Also die letzte Sternschnuppe, die ich Ende letzter Woche gesehen habe, da habe ich mich kurz rausgelegt. Ja, ich habe wirklich, also ich muss auch sagen, die Natur ist mir so wichtig. Ich habe zuletzt wie nennt ich das neue Satellitensystem von Musk? Starlink gesehen, also wirklich im Original. Ja. Und was ziemlich cool ist, hier auf der Messe steht die erste Wohnmobilanwendung Starlink. Einsatzbereit. Fix und fertig, muss ihr unbedingt mal angucken. Auf jeden Fall. Direkt davor. Und komm, wir müssen schon raus, meine Kamera ist heiß. Die Leute gehen. Name von dem Fahrzeug nochmal hier? Ein Bimobil EX420 auf Iveco Daily 4x4.
EX420. Ja. Also Hut ab, Stefan, eins der schönsten Reisemobile, die ich je gefilmt habe bei dir. Aber auch, muss ich sagen, Dekor, Design, das macht so viel aus, wenn man sich da ein bisschen wirklich Mühe macht. Und das ist bei Bimobil gar nicht so easy, weil es muss immer alles stimmen. Es ist ein schmaler Grat, glaube ich, immer. Richtig, es muss zeitlos sein, es muss auch in 20 Jahren noch gefallen, es muss robust sein, es muss funktionell sein. Also das ist gar nicht so einfach, das so hinzubekommen. So, hier sind wir. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank einmal Carsten. Vielen Dank fürs Zuschauen und Vielen Dank. Abonnieren. Genau, ganz wichtig. So, dann Spruch bitte in die Kamera. Ja, bitte German TV abonnieren. Selbst ich habe ihn abonniert und das sind nicht viele. Dankeschön. Tschüss, Reisemobil EX420. Er meinte mit nicht viele, er hat selber nicht viele abonniert. Ja. 348.414 €. Tschüss, danke, ciao, ciao.